Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel 2. Wir befinden uns immer noch in Ruhr, haben hier im Hintergrund die Courageous, die wir jetzt gleich besteigen werden, in ihrer ganzen Pracht vor der Nase. Und mir ist aufgefallen, in der letzten Folge, als wir uns mit Laura unterhalten haben, da hatte ich ja eine kleine Umfrage in eure Richtung gestartet, wie es um die Haushaltsmittel bestellt ist und was für euch am wenigsten entbehrlich ist und so. Ich schulde euch noch eine Antwort, denn bei mir wäre es von den drei genannten tatsächlich die Waschmaschine, auf die ich glaube, ich am wenigsten verzichten wollen würde. Und ja, das wäre meine Antwort. Ich weiß jetzt zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch noch nicht, was ihr alle geantwortet habt, aber ich fand das Thema ganz interessant und habe mich so ein bisschen geärgert, als ich die letzte Folge dann finalisiert hatte, ohne darauf nochmal eingegangen zu sein. Und ich habe euch aber nicht vergessen, es kam nur wieder ein bisschen zeitversetzt, ne? Wie man es halt so kennt. Gut, wir sind beim letzten Mal alle Bonding Points losgeworden. Eine Sache macht mir noch ein bisschen Sorgen. Ich bin nämlich hier nochmal drin gewesen. Ich habe die große Befürchtung, dass ich eventuell ein Rezept ausgelassen haben könnte, weil normalerweise findest du die chronologisch. Und hier habe ich eine Lücke und ich habe gerade voll Panik. Ich weiß nicht, was damit ist. Ganz ehrlich, wenn ich nach Sweet Blue das untere als nächstes aufdecke, dann werde ich wahrscheinlich diese Lücke hier nachschlagen. Bis dahin habe ich vielleicht noch ein bisschen Hoffnung. Ich weiß nicht, ob die berechtigt ist, aber wir werden sehen. Should I go and check on Valdemar in the hold? If I do, I probably won't have the time to do anything else out here. It looks like the maintenance is nearly finished. Yeah, returning to the Courageous will cause the main story to advance. Any unseen bonding events will no longer be available. Ja, wir boarden. Wir haben nämlich alles gesehen, was wir sehen wollten. Und noch viel mehr. Wobei, nee, was ich immer noch sehen will, ist, wie Angie und Sarah miteinander klarkommen oder auch nicht. Domination. Cool. Gleich mal angucken und merken, dass ich das hab. Das könnte schwierig werden. Ich habe gerade schon gedacht, hey, wo bleibt mein Grade? Aber ich vergesse immer... Ich vergesse immer, dass es im zweiten Step erst kommt. Warum kein S? Was habe ich getan? Womit habe ich das verdient? Guck mal, wie schön lang die Liste ist. Oh Mann. Schade. Wenn das jemand ad hoc beantworten kann, woran es scheiterte, dann gerne her damit. Bestimmt habe ich eine Hidden Quest übersehen. Oder in irgendeinem Kampf nicht gut genug abgeschnitten. How are you feeling, Valimar? The battle yesterday must have been pretty hard on you. I am fine. The damage to my armor and lost mana have largely recovered. I expect to be in peak condition before our next battle. That's good to hear. Just listening to you talk, you really have changed since we first met. You seem to be talking a little more like a human now. Is that so? That would suggest that my memory is slowly recovering. What's that now? The part of me in which memories are stored appears to be damaged. I have very few memories of the past, such as why I was sealed within the old schoolhouse to begin with. This includes my memories of language. Thus far, I have had to rely on the preset bare minimum of speech functionality. However, thanks in great part to your assistance, my speech functionality is slowly beginning to restore itself. Does that mean that your memories of the past are starting to return too? It is an indistinct memory, as if clouded by white noise. I seem to recall someone burdened by a great sadness, much like yourself. That obvious, huh? I look that burdened to you? Someone died right before my eyes, and I was powerless to stop them. But the more I think about it, the more I realize that I might have been able to stop it from happening. And that regret's like a thorn stabbing into my heart. Was the person in your memory able to move past their burdens? I am unable to find any memories that answer that question. However, I believe that your sense of regret is an entirely natural process for humans. Is that not the case? Well, yeah, I guess. Give thought to what you would do differently if confronted by the same situation again. If I can aid you, I shall. Yeah, you're right. I can't undo the past, but I can at least make sure I don't make the same mistake a second time. Perhaps considering how to do that is the best thing that I can do right now.
Thanks, Valimar. I feel a little better after talking to you. Then all is well. I am afraid I must return to sleep. Should you require my aid again, you need only to call my name. I need to keep on getting stronger. Strong enough that I can protect the people around me. The ship's maintenance is probably almost done now. Maybe I should take a nap or something while I wait for the others to get here? Yes, this is Reen Schwarzer speaking. Hey there, Reen. George here. Do you have a minute? George, is something wrong? Well, I'm over at the Ruhr Institute of Technology at the moment, and an acquaintance of mine here has a pretty interesting proposal regarding your Divine Knight. How soon do you think you can come over? A proposal? Who is this acquaintance of yours? Well, it's the Institute's president, actually. Professor Schmidt, the Empire's foremost orbital researcher. Aha. Aber das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie der jetzt plötzlich redet. Ich fand das fast ein bisschen gruselig. Weil bei der letzten Begegnung hat er nur Wortfetzen über die Lippen gebracht und jetzt spricht er, als wäre er wirklich ein ganz normaler Human. Interessant auf jeden Fall. Und da sitzen sie auch schon beisammen. Jetzt kommt bestimmt ein mieser Plot-Twist. Boah, der sieht aber streng aus. Wie so ein typisch deutscher Professor halt, ne? In japanischen Spielen dargestellt. Das ist irgendwie so Standard. Aber ich finde sein Design irgendwie interessant. The name's G. Schmidt. I serve as this institute's president. I certainly wasn't expecting the pilot of that Ashen Knight to be only a boy. The Alliance out to be damn near ashamed of themselves if they keep losing to a snot-nosed brat like you. Oh ja, ein Sympathieträger, wie er im Buche steht. Alles klar, nicht? Nette Begrüßung und so. Hi, ich bin übrigens Reen. I don't think that's any way to talk to a person you've only just met. Danke, George. Genau so ist es nämlich. Besides, he happens to be one of the students who helped get you that minor medal earlier in the year. And one of the students put out that request without any input from me. He should be kissing my boots for having the honor of assisting with my research, however indirect it was. Was für ein Arschloch. Entschuldigung. Some things never change. Putting that aside, is it true? Were you the one responsible for developing the Panzer Soldaten? It is. Duke HIER made the request, and I agreed to it. I used the ancient robot Ordine and the Society's archaisms as a reference point, and then designed a frame that could be mass-produced even with the Reinford Company's technological capabilities. Afterward, I drew up plans for several models and oversaw the completion of a Draken prototype a few months back. Why do you ask? Do you have any idea what you've done? No, you're wasting your time, Reen. He develops whatever catches his interest, loses himself in it until he's done, and to hell with the consequences. The railway guns in Garrelia Fortress and the orbital wave jamming device in NOCH were both designed by him too. Ganz schön gefährlich, wenn du so einen empathielosen Uhrensohn in so einer wichtigen zentralen Funktion hast. Das, weiß ich nicht, das finde ich schwierig. Unbelievable. An engineer who doesn't strive to satisfy his intellectual curiosity is a sad side of an engineer. Ja, ein empathieloser Bastard allerdings auch. We just design things. It's up to their users to decide what to do with them. Do you get it now? It was because I couldn't cope with this part of him that I ended up going to the academy over here. Yeah, I totally get it, unfortunately. Oh, right. What made you come visit the professor to begin with? Oh, of course. That was what I called you here for. I was hoping I might be able to get some kind of advice or pointers from him. You know, about getting a new weapon for Valimar. Oh. And if I might be so bold as to offer a word of advice, get Valimar a better sword, one like yours. If you think you're such hot stuff you can beat me without your 8 leaves training, you're in for a world of hurt. Correct choice of armaments is indeed paramount.
Selecting one the Awakener is well suited to will increase combat efficiency exponentially. George told me about what you're after. He says you want a weapon capable of fighting on equal terms with the Azure Knight. We might have gone our separate ways, but he's still a former student of mine. I'm open to the possibility of designing something for you. Really? You'd make a weapon for Valimar? I said I'd be open to the possibility. Let's not get ahead of ourselves. If you want my help, I have one condition. Uh-oh. Zemurian one. Ring any bells for you, Reen? I think so. Zemurian Ohr war doch das wertvollste, das wertvollste Material in Teil 1, ne? You used that to make weapons for us before, didn't you, George? Oh, you know of it? Saves me the effort of explaining then. It's an extremely rare ore found here in Zemuria. It's an astoundingly strong material that possesses a mysterious radiance within it. And what's more, as I learned while developing the soldiers, the frames of the Divine Knights are made up of that very ore, your Ashen Knight included. I had no idea. The double saber Ordine uses appears to be made of it too. The double saber Ordine use... Ah ja, appears to... Ja, okay, ne? Also ich habe gerade einen Logikfehler gehabt. Which, as I'm sure you figured out, means if you're ever going to compete against Crow, you're going to need a touchy made of Zemurian ore too. To make one, however, you're going to need vast quantities of ore. Yet it was only recently discovered how to refine the ore at all. Processing will be immensely difficult. But bring me the materials and I'll be willing to assist you. The concept of a weapon that can compete against Divine Knights is of great interest to me. Even when you're helping people, it's only to help yourself. Ja, es fühlt sich halt auch mega schlecht an, finde ich, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Boah, nee, ey. It would be nice if you were doing it to atone for developing the soldiers, but I can't picture those words coming out of your mouth. The very thought makes me feel ill. Bear in mind, Zemurian ore is an incredibly rare material. I doubt you'll find enough of it to get the job done. Still, should you pull it off, I'll design you the finest touchy you'll ever have laid eyes on. On my name as an engineer, I can promise you that. Thank you, Professor. This will be a great help to us. Rare or not, we're going to find all the Zemurian ore we can to make this work. I'll keep my expectations low. Tja, ist vielleicht auch besser so. Was anderes habe ich von ihm auch nicht erwartet. Wobei, das ist so ein bisschen Pessimistenlogik, das kann ich sogar verstehen. The advice Reen received on forging a new weapon for Valimar came from a surprising source, but they could not have asked for better. After politely excusing themselves, Reen and George left the Institute to reunite with the rest of the crew. And once the maintenance was declared complete, they boarded the Courageous and departed from Ruhr. Manchmal finde ich das Wort leicht und manchmal finde ich es schwer. Ich weiß auch nicht. So, der 23. Jetzt finden wir uns wahrscheinlich auf dem Schiff wieder. Jo. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir wieder überall landen können. Ich wünschte mir fast, dass das ein bisschen beschränkt wäre. Denn ansonsten müsste ich theoretisch alle Orte nochmal abklappern, ne? Ich muss auch noch das neue Rezept, was wir zuletzt bekommen haben, nochmal gegenchecken. Da fehlen auch noch ein paar Abwandlungen. I have to tell you I'm impressed. I was expecting this beauty of a ship to be on the feisty side, but she's a real sweet girl. Cutting through the clouds like this feels wonderful. I could get used to this. Wow, I can't believe how quickly you've gotten the hang of it, Angie. Neither can I. But I think it's obvious who's more qualified to sit here between the two of us. This job's all yours now. Hey, why, thank you. I hereby accept the positions of Chief Helmsman and Courageous Second in Command. She really is amazing. There's no one out there who can tame a vehicle as fast as Angie. We're not gonna have to worry about a thing with her around. Moving right along, the good news is that we were able to liberate Ruhr.
I don't think any of us could have predicted how much the war situation would change in the process. Maki Ragnar and his provincial army's withdrawal from the conflict will have a profound effect going forward. Losing one of their key members is bound to be a painful loss to the Alliance. For one thing, it should make things easier for Lieutenant General Vanda and the 3rd Armored Division. Their greatest concern before now was the NOCH Provincial Army after all. So the Alliance's overwhelming supremacy is finally starting to sway. Only in East Erebonia though, they still come out on top in the west. In the west. Right, Prince Olivet said as much too. General Leguin and Brigadier General Badias are out there and claiming one victory after another. And then there's your brother Usis. And then there's your brother Usis. He's a brilliant leader, and it shows. I see. Be that as it may, all we can do is focus our efforts on the Eastern Front for now. That's what we were entrusted with, and fretting over things we can't change won't do us any good, right? That's putting it to... This... Oh Mann, ey, sorry, ey. Ich schieb's auf den wilden Abend gestern, okay? That's putting it into perspective, yes. We've got our hands full over here as it is, so let's make every moment count. Time to get back to gathering all the info we can. Speaking of, mind giving us an update on the situation with Valimar's weaponry? Let's see, Ma. Oh, right, how could we forget? Professor Schmidt agreed to cooperate with us, didn't he? Cooperate is a strong word, Elisa. He only cares about what interests him. That it ends up benefiting us is purely secondary. Das ist wohl so, aber trotzdem kann man von Glück im Unglück sprechen, ne? And remember, he's only going to help if we happen to find enough Simurian ore to make the weapon. How we're going to get stuff that rare is beyond me, though. You said that Valimar himself is made of that ore, did you not? You wouldn't happen to have any ideas, would you, Emma? I'm afraid the Hexen clan knows very little concerning the creation of the Divine Knights. Some legends passed down through the clan say they were made during the time of the Great Collapse. Specifically, they were forged by artisans who called themselves gnomes. That's an interesting name. I know the term from old stories much like anyone else, but I had no idea a band of artisans by that name existed. Supposedly, they once worked closely with the clan's ancestors, but somewhere down the line, the witches and the gnomes ended up parting ways. I couldn't tell you exactly when. How curious. Maybe so, but none of that's going to help us find any ore. Our chances of finding enough were pretty slim to begin with. I know where you can get enough, but only if you're willing to overcome some very difficult trials to obtain it. You do? Really? What do I have to gain by lying? You're aware of those strange ruins scattered all over the country, right? Oh, ja, die Shrines, ne? Waren das Shrines oder Tempels? Nee, ich glaube, das waren Schreine. Oh yeah, where the higher elements were active. Those are the ones they call spirit shrines. Sorry, ich muss mich die ganze Zeit selber auslachen. They were built on top of septium veins long ago by the gnomes to encourage the formation of massive Simurian ore crystals. Those crystals were in turn used to create the Divine Knights. So if there's any place in Erebonia to start looking for the vast amount you need, it's there. I had no idea. Why didn't you tell us this before now? Am I supposed to be a mind reader? It wasn't exactly relevant until now, so why bring it up? No need to bite our heads off. Hey, she told us now, right? All we're gonna do is go to one of those shrines and we'll be rolling in ore. Aber wir müssen wahrscheinlich zu allen, oder? Um genügend zusammenzukriegen. Let's hope so. We've got a lot on our plate checking up on the country, but exploring a shrine's been our best lead yet. And no matter how difficult it might be, a little thing like a trial isn't gonna scare us away, right? Right. You
Die werden jetzt aber alle eingezeichnet sein, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Schreine das insgesamt waren. With the discussion coming to an end, the destination had been decided. Before departing, however, Class 7 thought it best to check if there were any new requests from Prince Olivert. And their timing turned out to be quite apt, as he had very recently sent several their way. Da hätte ich nochmal vorbeigeguckt. Gone Air, the sweetest of challenges und Kreuzen for a Bruisin. Starten mal oben, Klein und Tibel. So here's the deal. An airliner got hijacked mid-trip and went missing, but we managed to track it to the Isengard range. Right now, the hostages are all still inside, so we're gonna rescue them. It's gonna be tough given that the hijackers are armed, but that's where you and the courageous come in. Toa can give you the specifics on how to reach us, but we'll be waiting in the Isengard range. See you there. Okay, na, wir werden das ja anhand von grünen Ausrufezeichen hoffentlich ganz gut eruieren können. Oh, Bleu Blanc möchte was von uns. Dearest ladies and gentlemen, I have taken the liberty of calling upon you for a request of my own, unbeknownst to my worthy rival. I have left a letter in the location indicated by the Blue Cross. I think you'll find it well worth your while to read it. Okay, wird das eingezeichnet oder wird das nächste große Rätsel sein? Ich bin mir nicht sicher. Und von Oliver direkt. Imagine uses Albarea weeping for the safety of his province's people as they're chased through the streets by a ravaging monster. Surely you would not let such a dire scene come to pass, would you? The battle is set and the North Kreuzen Highway awaits. Monster Bierdon. Trägt der ein Bart? North Kreuzen Highway 3. Alles klar. Ich habe eh meine eigene Route. This one's from Klein. I'm happy to see that Tibet's with him too. Not so happy about the airliner going missing though. Doesn't seem like something we can afford to ignore, dangerous as it sounds. But look at this one. Phantom Thief B? What's this about reading a letter? As if we have the time to be concerning ourselves with his pathetic antics. I know what you mean, really, but ignoring it might be even worse. Yep, we've got our work cut out for us. Hey, Reen, I want to help look out for everyone. Let me come with you, okay? Ooh, of course, Fee. You're always welcome. I think Celine and I should come with you when you're exploring the shrine, too. I was about to say the same thing. And make sure you're ready before you go. I wasn't kidding when I said the trials were difficult. Uh-huh. It is temporarily not possible to remove Fee from the party. Ach so, was mit Emma? Ich wette, sobald wir den Schrein betreten, ist Emma auch irgendwie fix gesetzt. So, warte mal. Meine Hauptleute bleiben dann eigentlich die gleichen. Wobei, es ist schwierig. Ich weiß nicht, Milliam hatte zuletzt dann doch immer einen gewissen Mehrwert. Oh, aber den hat Sarah auch. Weil ich überlege gerade, ob ich Sarah nicht gegen Milliam austausche. Weil Emma will ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Weil ich halt einen Mage mit drin haben will. Ich glaube, ich versuch's mal ohne Milliam. Aber ich müsste sie vorher um ihr Equipment erleichtern. Wobei, das hätte ich, glaube ich, auch hier aus dem Menü heraus machen können, oder? Ja, hier kann ich auf alle zugreifen, alles klar. Ja, ich werde hier nochmal ein bisschen umdisponieren müssen. Aber warte mal, dann kann ich bei Toa... Oh Gott, kann ich jetzt meine Gruppe überhaupt noch anpassen? Ohne, dass sie mich in die nächste Quest schmeißt. Oh, Reen, did you see the request from Klein and Tibel? Yeah, it sounds like they've run into something pretty serious. You've read the details too, right? About an airliner being hijacked and the passengers being taken hostage? Yeah, this would usually be a matter for one of the armies, but with the war going on, they can't spare the manpower. That's when the two of them decided to step in and take matters into their own hands. And if we can, we'll be sure to go and help them out too. Where did it say they were currently waiting? The Isengard range, right? Right, apparently the hijacked airliner is being kept somewhere near there. I know their exact coordinates too, so just let me know when you're ready to go. We'll get you right there. Interessant. Klingt, als müssten wir auch gar nicht so weit laufen.
Getting Angie back in perfect health is such a big worry of my mind. Now I just want to see Crow again. Well, I did kinda see him when you were on the Pantagruel, but we didn't get the chance to talk or anything. Sorry about that. Vedema and I won't rest until we make that happen, though. I promise you we will bring him back. It just might take some time. I can't wait. Until you do, I'll try to be the best captain I possibly can. Davon gehe ich aus, dass du das tun wirst. I'm so glad Angie's alright. It looks like my suspicions about George were right on the money. Right on the money too. What suspicions? Oh, nothing. Das habe ich gerade auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Now that Angie's on board, I really need to double down on my work here. We're only one person away from getting the four of us back together again. I can't slow down now. Naja, die meiste Arbeit haben wir ja letzten Endes, ne? Also, ey, no offense oder so, aber diejenigen, die hier Gas geben, das sind wahrscheinlich eher wir. Wobei, warte mal, ich confirme mal, bevor ich jetzt Milliam rausnehme. Übrigens, über diese Karte, das habe ich euch vergessen zu sagen am Anfang der Folge, hätte ich in Ruhe super sehen können, wo mir noch Leute fehlen, um Bonding Points zu investieren. So, ich wollte jetzt aber einmal kurz hier schauen. Hier ist... Doch, Sarah ist die, die das ganz gut kann. Aber hier ist keiner, der es richtig schlecht kann. Ich glaube, ich habe irgendwie genau die falschen Leute hier gerade dabei. Für dieses Rezept. Ja, ich habe auch nur Mädels hier in der Gruppe, ne? Aber guck mal, ich habe die Vierer-Kategorie direkt erwischt. Ja, perfekt. Dann sollte der Rest eigentlich easy sein. Warte mal, ich nehme jetzt mal alle anderen. Also ihn, sie... ihn und ihn. Achso, ne, hier muss ich mich jetzt entscheiden. Okay, warte, ich muss mir merken, dass Gaius jetzt noch fehlt. Ich glaube, das wird nicht nötig sein, weil meistens, ja, ich wollte gerade sagen, hast du ja mehrere Leute, die irgendwas gut oder schlecht können. So, dann darf er mir jetzt gerne Kategorie 1 einmal zusammenkochen. Jawohl, Eternal Blue. Ja, HP, EP ist jetzt nicht die Kombination, die ich brauche. Ich glaube, das Rezept ist jetzt nicht unbedingt das, was uns das Leben erleichtern wird. Aber guck mal, alles hat im First Try geklappt. Das ist doch schon mal viel wert. So, dann kann ich jetzt nämlich zu meiner Gruppe wieder zurück. Ich glaube, ich werde offscreen das in aller Seelenruhe mal anpassen und nochmal durchdenken. Und eventuell noch Anpassungen vornehmen. Also ich muss auf jeden Fall Vieh komplett neu ausrüsten und werde wahrscheinlich bei ihr wirklich gucken, dass ich den Evade-Wert pushe und mir damit vielleicht die Kämpfe so ein bisschen vereinfache. Wir werden sehen. Wartet mal ganz kurz. So, ich musste mal ganz kurz was checken. Also, wir starten jetzt mit... Hier gab es, glaube ich, nichts Neues. Wobei, ich kann mir mal angucken, was wir hier für Student Information haben. Das updatet sich ja auch immer wieder. Sighted along Norcia Highway Fishing Club. Das wird bestimmt interessant, wenn Kenneth und Annabelle wieder aufeinandertreffen. Sighted at Schwarzdrache Barrier im Cooking... Nee, nicht im Cooking Club, aber sie ist ja noch als Cooking Club Mitglied gekennzeichnet. Sighted in Ruhr, den haben wir ja schon gesehen. Was once sighted at the Ruhr Institute of Technology, present whereabouts unknown. Okay. Und Inchen hiding out in the Isengard Range, currently in pursuit of a missing airliner. So wie wir jetzt auch, aber von denen kam ja auch der Auftrag. Insofern alles nachvollziehbar. Gut, dann lasst uns mal hier unsere Runde starten. Ich weiß gar nicht, ob ich hier auf dem Schiff noch irgendwie Neuankömmlinge suchen wollte. Aber wenn wir jetzt alles nochmal ablaufen, ist das vermutlich auch egal. Warum sitzt hier keiner? Hier war sonst immer alles belegt. It's a relief that Marquis Rogner was willing to honorably withdraw from the alliance. The Norcia provincial army still stands, but I expect that he will remain true to his word and not enter the fray again. I get the feeling that the Marquis would get along well with my father, were they to meet under different circumstances. Vermutlich. Regarding Klein's request, I know that he's strong enough to handle the problem on his own if it came to that, but if it's possible, I'd like to offer him our aid.
Das werden wir auch zu gegebener Zeit, aber ich vermute, dass wir da heute jetzt nicht unbedingt... Weit kommen, was kann ich denn jetzt hier machen? What happened to Angelica? Who's operating the Courageous now? Oh, sorry. Of course you'd freak out a little. We're in the middle of testing an autopilot mechanism for the ship, actually. With things how they are, there's a definite chance Angie will need to leave her seat and help us however she can in the future. So we thought it would be a good idea to test it now while things are relatively calm over in Eastern Erebonia. Oh, I see. That does make sense. Finde ich gar nicht. Weil wenn du sowas testest, dann müsste doch gerade dann jemand hier sein und das ein bisschen im Auge behalten für einen Notfall, oder? Sometimes I have to wonder what this ship can't do. I can see that. It's about as cutting edge as you're going to find anywhere right now. Anyway, I think Angie's hanging out with George in the hold right now. If you need her for something, try there. Alright, thanks. Okay, fast übersehen hier. The Courageous Autopilot Functionality is currently engaged. Wahrscheinlich ist Tower diejenige, die die Verantwortung hat, darauf ein Auge zu werfen. Aber die kann ja auch nicht auf 2 Partys gleichzeitig tanzen, wenn sie da oben navigieren muss und hier unten irgendwas schief läuft. Oh ja, das ist ein bisschen risky, würde ich sagen. Oh, are the two of you helping out on the bridge? That's right, I've decided to join the crew as a radio officer. Sounds like I've got plenty of work in store for me, but I'm up for the challenge. She's always had magic hands when it comes to communications equipment. Perhaps she was inspired by the desire to bridge the gap between her and the handsome gentleman from afar. That is so not it. Anyway, I'll do my best to earn my keep aboard the Courageous, so please let me know if there's anything you need. You bet, thanks. Ja. Our country's basically stuck in an unending nightmare, but everything suddenly feels so fun now that we're back together. So now it's time for us to make things fun for everyone else on board too. Or we could try doing the jobs that they actually asked us to do. Du kennst doch Vivi. Our country's basically stuck in an... Okay, hier wiederholen sie sich. Ach, schön, dass die beiden wieder beisammen sind. Now that I'm here, I intend to serve the Courageous to the best of my ability as our ship's radio officer. Don't forget to tell them about how well you're going to serve them as our ship's other sexiness officer too. WTF. Can you cool it with the sexiness officer stuff, Vivi? Zu spät. Now that I'm here, I intend to serve the Courageous to the best. Okay. Ihr klamüsert das mal aus und wir entfernen uns vom Ort des Geschehens. Reen kann in solchen Situationen, in solchen Gesprächsthemen am Ende eh nur verlieren. So, genau, immer schön die gelben Boppel im Blick behalten, aber das waren gerade 4 an der Zahl. Und mit 4 habe ich auch gesprochen, also alles gut. Soweit. Dann schauen wir mal. Oh Gott, vielleicht gibt es jetzt ja auch neue Trainings. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal alle abgeschlossen habe, bestimmt nicht. Aber das Gute ist, wenn ich sowieso Vieh nochmal preparen werde für den weiteren Progress, sage ich mal, dann kann ich vielleicht auch bei den Trainings hier einen Mehrwert draus ziehen. Das ist alles noch das Alte, würde ich sagen, ne? Hello, die Damen. I'm so glad that both your mother and Angelica are safe. That the Courageous was able to help in rescuing them both makes me very proud indeed. Thank you for your kindness, Your Highness. I'm sure my mother will be just fine now, since she has Sharon to help too. I'll be doing my best to help out everyone here, just like I've been doing all this time. I'm sure I speak on behalf of everyone in expressing my happiness about that. With your mother safe, that leaves you free to focus your mind on the others you care about as well. Such as the upstanding Reen here. Wait, what? Your Highness, I mean... I'm getting the impression my presence here is making things more awkward at an alarming rate. Ey, vor allen Dingen, wen will Alfin jetzt eigentlich mit Reen verkuppeln? Wenn Elise da ist, die ja ihre beste Freundin ist, dann warum auch gleichzeitig mit Alisa? Ich verstehe das nicht. So, ich meine, das ist am Ende wahrscheinlich alles so ein Spaß, aber den Spaß finde ich irgendwie nicht so lustig. He can't let myself be shown up. I have to prepare my very own plan of attack. Your Highness, it's not what you think, really. Ich find's halt unfair Elise gegenüber,
weil Elise vertraut ihr ja und so. Also, naja, es ist für alle nur ein Spaß. Aber für Elise ist es halt kein Spaß. Und ich hätte von Elfin erwartet, dass sie das auch sieht und erkennt und ihr da nicht in den Rücken fällt. So, wisst ihr, was ich meine? Princess Elfin's blatantly incorrect comments aside, it's a real relief to know that Rue is safe and sound now. We've still got work to do though, so let's keep it up. We will. Sowieso. Hier wiederholt sie sich. Okay, na gut. Ich glaube, wir lassen die Mädels mal alleine. Ich gehe lieber zu Leuten, die noch ein bisschen normal sind und auch andere Gesprächsthemen haben, als Reen mit irgendwelchen Weibern zu verkuppeln, ey. Kann man sich ja nach einer Zeit auch nicht mehr geben. Am Ende entscheide ich, mit wem ich den Link-Level am ehesten pushe. Oh, sie hat sich umgezogen, oder? Ich meine, beim letzten Mal hatte sie noch was anderes an. Hey, it's been so long, I felt like I just had to throw on my lacrosse uniform. Wearing it again feels like the most natural thing in the world. Maybe I should ditch my regular uniform for this. Now I'm in the mood for some good old-fashioned practice. Then I'll be ready for action once Theresia and Ferris are here. First up, 1,000 swings. Should be a solid warm-up. Oh, and if you want to get in on all the training action, just let me know. Ja, nö, wir sind mit allem durch. Ich sehe hier gerade no need. No need to make myself suffer. Da haben wir schon genug gelitten hier bei der ein oder anderen Einheit. Das sind Alan und wie der Lambert, ne? Ne, Loggins. Loggins und Lambert verwechselt. Oops. I feel a lot better now that we've got Angelica piloting the ship. Sure, Lambert war der Pferdedude aus der Noble Class da, der mal weiß getragen hat. Ich erinnere mich. Sure, I'd gotten used to it, but she seems like she was born for the job. Arrived just in time too. We've been needing a gunnery officer, so I've been thinking about taking that up. Sounds like a plan. Alan, cut the chit-chat and get focused. You owe me 100 thrusts. Get to it. Ooh, right. Well, was that my fault? Das hätte ich mich jetzt an Reens Stelle auch gefragt. Das fand ich ein bisschen harsh von dem Loggins. No, not at all. I've been so worried about Bridget that I haven't been able to focus on anything else. That's why I asked Loggins to give me the most grueling training program he could think up. Damn it, Alan. If you don't focus, I'll focus my foot up your ass. What? Do you think this is some kind of game? Oder? Der nimmt es aber wortwörtlich. Sorry. Die zwei verstehen sich. Ha! Okay, alles klar. Lenken wir ihn mal nicht weiter ab. Talk. Alan really needs to loosen up. Getting all worked up like that can throw a whole day of practice down the drain, I'd know. I get that he's worried about his lady and all, but when you're training, you gotta focus on training and nothing else. Guess I've gotta work him so hard, you won't have the energy to worry about anything else. Might as well pay your respects now. Frida's way better at this kind of training than I am, but I've just gotta make do. Complaining about what you don't have's just a waste of time. Das ist so, aber manchmal halt leichter gesagt als getan, ne? Aber ihr macht das schon. Ich glaube, ihr tut euch gerade ganz gut, wenn man das so nennen will. Ne, da kam ich her, warte. Hier ist noch ein Raum mit einer Person. Ist hier irgendwas Neues? War der Raum vorher schon offen? Ich weiß es nicht. Vermutlich schon, aber hier stand, glaube ich, nie jemand drin. Back when I was in Rua, Chairman Irina asked me to keep doing all the staff reports, you know, like I did back at the academy. You'd think she'd be too focused on the war to be worried about research and stuff, but I guess that's how she is. Back when I was in Rua, Chairman Irina asked me... okay, interessant. Dass ihr quasi auch eine Art von Verbindung habt, wenn man so will. So, dann sind wir aber mit dem Training-Abteil einmal durch. Ich freue mich am meisten tatsächlich auf den Hangar. Aber nicht wegen den Leuten, sondern weil ich sehen will, wie die neue Farbe vom Orbital Bike aussieht. Es sei denn, ich verwechsel da was, aber ich glaube, nach dem jüngsten Fund sind wir da noch nicht gewesen, weil das war halt in Rua, ne? Im HQ. Hey. Even if we aren't able to get him on board, it's such a relief to hear that Klein's doing okay. Even if whatever he's up to does sound really dangerous, now that I think about it, maybe I'm not as relieved as I thought I was.
Even if we aren't able to get him on board. Such a relief. Dangerous. Okay, guck mal, vielleicht kann ich dich aufheitern. Ich habe hier nämlich wieder Zeug. Oh, 3 Sachen sogar. Und der Grill... der Grill, den habe ich ja gekauft. Den habe ich ja nicht mal gekocht. Jetzt kriegen wir wieder eine Belohnung. Sie sagt ja halt immer das Gleiche, deswegen brauche ich das, glaube ich, nicht nochmal vorlesen. Eternal Blue. Ganz frisch zubereitet, wenn man so will. Und das hier, frisch eingekauft. Aber nicht selbst gemacht. Also vielleicht selbst gemacht, aber nicht durch uns. So rum. Ich will jetzt dem Diner nichts unterstellen, ne? Nicht, dass sie am Ende Tiefkühlkost raushauen oder so. Das habe ich nie behauptet. Hallo, Milliam. And perfect. Oh, you're gonna put him there, are you? Wen denn? Lenny bestimmt. Yep, great choice, huh? A good bedroom's gonna be fun, right? So, if you ever want to take a nap in here, you're more than welcome to snuggle him. You might end up dreaming of Gramps if you do, though. Okay, I appreciate the offer, but no, definitely not. Never, thanks. Ach, da oben, der Teddybär. Ach Gott, wie süß. Anyway, now we've got Simurian ore to worry about, huh? We've looked into that stuff before in the intelligence division, but we couldn't figure out anything useful about it. What do you think it's gonna look like? I can't wait to see. Ah, also Reen wird das ja schon mal gesehen haben, aber Milliam eigentlich auch. Am Ende von Teil 1 konnte man ja damit mit den ganzen Charts, die man gefunden hat, dann irgendwie eine Waffe verbessern. Und ich glaube, um die für alle auf Maximum zu bringen, musste man das Spiel mehrere Male durchspielen. War das nicht so? Hey, with the NOCH provincial army bowing out of the war, everyone over in the Highlands can finally breathe easy. The chance for things to take a turn for the worse has always loomed over us, but that shouldn't be the case now. Yeah, it's a relief for me too, but I can only imagine how much bigger it is for you. Let's just say I owe you all a lot for making this happen, and now I can focus entirely on my work as part of Class 7 and start paying you back for that. I've played my part to protect my first home, now it's time to bring peace to my second one too. While Calvert still could pose a threat, it shouldn't be a cause for concern in the immediate future, which means I can focus myself entirely on protecting my second homeland. Whatever you need, I'll be there to help. Okay, dann koch mir was. Jetzt. Jetzt. Ich möchte, dass du mir das zubereitest, was deine Eltern bei unserem ersten Besuch ausgefahren haben. Das war so lecker. Also das sah so lecker aus. Ich rede schon, als wäre ich da selber irgendwie mit dabei gewesen. Aber das war schon so ein... so ein kleines Träumchen. Ich habe eigentlich gar nicht die Taste gedrückt. So, hier ist immer noch zu, ne? Ja. Sonst hätte ich wahrscheinlich die angrenzenden Räume hier auch auf der Karte gesehen. Oh. Beide an einzelnen Tischen, jeweils für sich, okay. We'd better get cracking on exploring those spirit shrines. That request from Phantom Thief B, das worry me a little. Ja, das ist auch das, was mir am meisten Sorge gemacht, ehrlich gesagt. But I'll keep an eye out for him myself to make sure he doesn't cause you any trouble, whether or not you decide to do it. It would be a shame if you had to divert your focus to his time-wasting shenanigans oder so, when you've got plenty else to take care of. Wir machen das schon. Phantom Thief B sending you a request does concern me, but I'll keep an eye out for him myself. The last thing I want is him mucking up what you're trying to do. Wir werden das schon zu verhindern wissen irgendwie. Aber ich mag Bleu Blanc. Immer wenn er ins Spiel kommt, finde ich, sind die Missionen und Gegebenheiten immer so interessant und auch unterhaltsam ein bisschen. Hugh, nice to see things have finally calmed down back in my hometown. Instructor Mary being safe and sound is just icing on the cake. Now all we need to do is find Uncle Makarov and Bridget. Oh, Bridget, wie süß. By Bridget you mean Bridget from the Wind Orchestra, right? Yep, she's my bestest friend in the whole wide world. Oh man, now I'm really fired up to go find her. I'm pretty sure Bridget's not a fan of that nickname. Hopefully it doesn't spread before she's here to quash it. We need to take back the academy soon so I can get Instructor Mary and Uncle Makarov back in the same place. And once I do, I can get back to playing the ultimate matchmaker and finally get them together. Ja, bloß nicht über die Stränge schlagen. Aber ey, so wie ich Bridget kennengelernt habe und in Erinnerung habe, würde ich sagen, dass sie bei Mint
definitiv ein Auge zumachen würde, was den Nickname anbelangt. Ich glaube, sie würde es ihr verzeihen. Oder sie ist da sehr empfindlich, das weiß man ja manchmal bei Leuten nicht. So, is it true? Did Klein send you a request? If you get a chance, I'd really like it if you could try and help him. Right when the war broke out, he put himself in the line of fire to let us first years escape. We owe him a lot. Is it true? Did Klein... Ja, wir werden uns schon... Also auch wenn du uns das jetzt nicht gesagt hättest, hätten wir ihm geholfen. Oh no. Es gibt neue Sachen. Oh. Das könnte geldmäßig zu einem kleinen Problem werden. Aber ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem nicht nehmen lassen. Ich müsste mich nur langsam mal entscheiden, mit wem ich jetzt hier weitermachen will. Also, wir nehmen jetzt erstmal das hier. Dann ist Laura definitiv ein Einkauf wert. Erstmal die wichtigsten Leute einmal abfrühstücken. Dann Vieh, natürlich. Wenn sie jetzt eine Weile an unserer Seite verweilen wird, dann soll auch sie eine neue Waffe bekommen. So. Dann... Ja, ab jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Eigentlich könnte man Emma noch mit einer neuen versorgen, wobei immer ihr Arztwert runtergeht. Was soll das? Warum ist das so? Ich weiß auch nicht, aber ey, ganz ehrlich, auch wenn es unvernünftig ist, ich glaube, ich würde Sarah eher den Vorzug von Milliam geben. Ich weiß nicht. Also, Milliam ist eigentlich vernünftiger, aber Sarah ist gerade so... Sarah kriegt jetzt erstmal ihre Santa Maria. Ich habe jetzt die Texte gar nicht dazu gelesen, obwohl ich das immer eigentlich schön finde, wie die sich da so ihre Mühe mitgeben. A longsword forged by a famous Eastern artisan. Warte mal, das habe ich ja schon gekauft, genau. Jetzt bin ich selber voll durcheinander. Das hier ist neu, difficult to use two-handed sword with incredible weight. Das macht der Laura auf jeden Fall nichts aus. A gun and blade set made in the name of the goddess. Warte, dann hatte ich doch was für Vieh noch gekauft. Hier war es. A pair of gun swords designed to fire quickly and repeatedly. So, habe ich sonst noch für jemanden was mitgenommen? Keine Ahnung. Ne, bei Emma wollte ich noch, aber mache ich vermutlich nicht. An orbital staff with Argim embedded in its head. Boah, aber ihre Stärke böllert schon ganz schön nach oben, ne? Vielleicht sollte ich das doch mal tun. Ich glaube, ich habe jetzt bei ihr 3 Waffen oder so schon geskippt. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Dann haben wir es weg. So, und bei den anderen muss ich jetzt überlegen. Also, Reen ist versorgt, Vieh ist versorgt. Hier alle, die wir in dem Screen haben. Emma hat auch gerade was Neues bekommen. Ich glaube, ich werde für Alisa noch einen Bogen mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, ja, was ist denn das für ein neuer Bogen, wenn die Stärke runtergeht, aber das gönne ich mir jetzt auch mal. So. Und dann, hier habe ich, oh Gott, hier habe ich noch gar nicht angefangen. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Vieh hat halt generell noch kein Equipment angelegt. Ich glaube, das werde ich mir auch offscreen einmal angucken. Das ist mir jetzt zu kompliziert, auch weil ich nicht so den finanziellen Puffer gerade habe. Ich würde halt weiterhin gerne auf die Waffen gehen und diese auch verstärken mit den Materials, die ich noch über habe. Also das hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich werde auf jeden Fall oder mit großer Wahrscheinlichkeit hier noch mehr Geld lassen. So, hey Becky, I heard that Hugo's in ruin now. Where didn't even have the decency to tell us he's fine after helping us escape? I'm gonna have to smack him a belter when I see him. Ich glaube, da freut er sich schon drauf. Escape, see him. Okay, Trade. Cool. Bekomme ich dafür auch eine Vorschau? War das beim letzten Mal hier schon? Ich weiß nicht, ist gar nicht so günstig, ne? Ey, wie gemein das ist, dass Milliams Board voll günstig ist und Alisa, Vieh und Tower einfach das Doppelte kostet. Also ohne Vorschau bin ich jetzt gerade nicht gewillt. Sonst hätten sie mich da eventuell gekriegt. Oh, es gibt die ersten Dreier. Ich glaube, das ist komplett neu und die kosten New Materials, aber auch nur hier. Vielleicht gab es die auch vorher schon. Weiß nicht, ob ich jemals hier in den Reitern drin gewesen bin.
Ja, guck mal. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, Waldemar zu boosten. Ich würde mir aber gerne angucken, ob wir normal über George das auch irgendwie organisieren können. Also einkaufen können und gegen Seppet eintauschen können. Das muss ich mir alles merken. Wie soll ich denn das schaffen? Ich merke mir das doch nicht. So, warte mal. Hier bin ich, glaube ich, noch nicht draußen gewesen. Einmal noch mal kurz nachgucken. So, hier steht aber nichts und niemand. Das heißt, wir können wieder zurück und sind mit der Etage durch. Uiuiui, also das wird beim nächsten Mal alles ein bisschen tricky. Ich würde jetzt eigentlich sogar dem jetzt mal den Vorzug geben. Ich weiß, ich mache es nur unnötig kompliziert. Aber wenn ich offscreen hier meine Rundendreher auch zur Verfügung habe, um hier ein bisschen was anzupassen, dann erleichtert mir das einiges. Und dann kann ich da vielleicht ein bisschen effizienter auch sein. Towards testing the courageous autopilot function right now, I figured I might as well use the time to take a break and came out this way. Naturally, once we decide on our next destination, I'll be guiding the ship as boldly and truly as ever. I'm amazed at how well you've already taken to being our helmsman. It's pretty incredible, to be honest. Hey, I appreciate it, but I'm afraid I don't have the courageous nearly as well tamed as my orbital bike. Yet anyway. Du hast ja auch gerade erst angefangen damit. Oh, speaking of, let me thank you again for leaving the bike in my care. I'm glad I finally have the chance to return it to you personally. Oh, there's no need for that, my friend. I know you've been getting quite a bit of use out of her. I even noticed a few little read-specific customizations on her last time I checked, so it would be rude to ask for her back. In fact, I hereby declare you her rightful owner. Just make sure you keep treating my old partner well, got it? I don't know what to say, except thank you so much. Voll unlogisch eigentlich, dass sie uns so ihr Herzenshobby einfach so schenkt. Einfach so. Oder sie hat irgendwie ein Nachfolgemodell schon in der Vorbereitung. If you're gonna keep riding my trusty old partner, you better keep treating her right. As for me, I'm gonna have George build me, ich wusste es, build me a new one once we take Doris back. This year's model, if you will. Dann verstehe ich sie vielleicht sogar ein bisschen, weil ansonsten hätte die Aufgabe ihrer geliebten Bikefahrerei für mich gar keinen Sinn ergeben. Who'd have thought there were whole crystals of Zemurian ore just waiting for someone to clear some trials and take them? Not me, that's for sure. Still, now that we know they exist, we should be able to get enough for that giant sword. Yeah, honestly, convincing Professor Schmidt to help us out's probably going to be tougher than getting the ore. George, I'm amazed you actually decided to ask him for help in the first place. I don't think I've ever heard you get through a sentence about him without at least one groan or sigh. Und wer kann es ihm verübeln, ey? Whoa, don't get me wrong here, I don't want to do this, but as a former student of his, I know how talented he is. And we're not in a situation where we can pass up capable helpers just because they're incredibly unpleasant. If we can get him what he wants, he'll do an amazing job for us, assuming he doesn't lose interest halfway through. Ich denke nicht. Right, anyway, I better get back to the ore gathering now. We'll worry about keeping him interested later. We'll have to. Good luck. Danke, George, danke. Just one crystal of Zemurian ore should be enough to get started. Once I get a good look at one, I should be able to figure out if it's even possible to make a Valdemar-sized weapon out of it. Best of luck getting your hands on one. One? Wir brauchen definitiv mehr. Aber ich glaube nicht, dass der abspringt, der Schmidt. Der war zu gehypt, glaube ich, auf allein die Aussicht. Ja, hier gibt es jetzt auch die Stufe 3 Dinger. Allein auf die Aussicht, sowas in seine Finger zu kriegen. Deswegen bin ich da eigentlich guter Dinge. So, guck mal. Einer hat das equipped. Das heißt, ich kann mich dem jetzt langsam annähern, indem ich hier zum Beispiel die 3 kaufe. Dann mal gucke, wer das trägt. Oh shit, hier ist noch so viel zu tun. Das wäre dann sie tatsächlich. Warum hat sie eigentlich ein Defense-Ding drin? Eigentlich müsste ich bei ihr eher gucken, dass ich den Angriff pushe. Naja, ich glaube, hier gibt es noch einigen Optimierungsbedarf. Warte mal, das hier würde ich mir einmal nochmal als Puffer mitnehmen. So,
Dann nehme ich jetzt erstmal nur die wichtigeren Sachen mit. Shield 3 habe ich noch gar nicht. Nehmen wir auch einmal als Backup mit. Ich habe noch Domination oder so bekommen. Nach dem letzten Missionsabschluss. Oh, das wird teuer. Das wird richtig teuer. Und das geht richtig auf die roten Seppels. Oh, shit. Da werde ich mich aber jetzt nicht zurücknehmen, glaube ich. Ich nehme jetzt 3. Auch wenn es mir in der Seele wehtut, jetzt hier 3-stellig zu werden. Aber Attack brauche ich, da kenne ich nichts. So, Evade 3 haben wir noch nicht. Move brauche ich nicht unbedingt. Das hier wird auch nochmal teuer. Aber hier habe ich ein bisschen mehr Polster. Also hier hätte ich schon ganz gerne mindestens 4. Wenn nicht sogar 5. Für die Ersatzbank. Komm, ich nehme noch einen 5. mit. Jetzt ist hier Elend unter, nachdem ich die ganzen Attack 3s eingekauft habe. So, Impede haben wir schon einmal. Cast gibt es leider auch noch nicht, die 3. Hit, weiß ich nicht, ob da jemals die 3 kam. Aber das hier, das benötige ich definitiv, aber auch nur einmal. So, okay, also hier werde ich dann offscreen sicherlich das ein oder andere nochmal, das ein oder andere Mal noch vorbeischauen, so wollte ich sagen. Warte mal, ist Angie jetzt hier auch mit drin? Warum ist Angie hier nicht mit dabei? Ich dachte, sie wäre jetzt fester Bestandteil unserer Gruppe, aber scheinbar nicht. Sonst hätte ich bei ihr jetzt mal geguckt, was man hier noch upgraden kann, aber was nicht ist, das ist nicht. So, hier, ach nee, das ist, nee, hier kann ich nichts eintauschen. Ich habe mal wieder ein massives Geldproblem. Es war eh nur eine Frage der Zeit, das ist mir klar. Aber ich wünschte, es hätte länger gehalten. Aber ich kann auch ein bisschen was verkaufen, das werde ich auch noch offscreen machen, nämlich die ganzen alten Waffen, die ich jetzt abgelegt habe. Ich habe aber eine Sache vergessen. Ich habe wegen Master Quartz gar nicht geguckt. Ich hoffe, er bietet nichts Neues an. Nein, wir hatten schon, ich will zu George. Shop. Bei Master Quartz gibt es Gott sei Dank keinen neuen, immerhin. So, und hier das Customizen, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Das können wir nämlich einmal zusammen machen. Das hier war die Waffe für... Warte mal, Oberon ist das für Laura, ne? A customized two-handed sword with an extravagant design. Das nehme ich auf jeden Fall. So. Dann, was war die Waffe von Vieh? Das hier, ne? A pair of gun swords customized to be even lighter. Auf jeden Fall auch das. So, dann nehme ich nochmal die Waffe von Dings, von Sarah. Customized gun and blade set that calls upon Devil's power. Jawohl. Satan beschwören, bin ich immer dabei. Kann nur gut sein für unser Team. Und dann hätten wir noch Reens Waffe. Nehme ich auch einmal mit. A customized longsword with a tiger design carved onto it. So, und wo ist jetzt der Stab für... Was ist das hier? Ja, a high class improved orbital staff set full of septium. Das würde ich nämlich einmal mitnehmen, auch in der Hoffnung, dass vielleicht, ganz vielleicht, der Zauberwert mit der Waffe wieder übereinstimmt, die ich jetzt abgelegt habe. Weil ich den Arztwert eigentlich nicht absinken lassen wollte. Für Alisa habe ich auch eine neue gekauft, ne? An improved bow with great power, accuracy and minimal recoil. Ja, einmal mitnehmen. So. Sonst noch jemand, der fix ist? Hier, ja, müsste ich überlegen, aber Milliam sieht schlecht aus für sie. Weil ich es nicht übers Herz bringe, Sarah irgendwie abzusäbeln. Okay, ihr Lieben, also ich muss jetzt für mich einmal noch mal kurz eine Übersicht schaffen. Ich werde offscreen mal gucken, wie ich mit den verbleibenden Moneten und dem, was ich verkaufen kann, mein Equipment ein bisschen verbessern kann. Ich werde auf jeden Fall Vieh komplett neu ausstatten, vielleicht auch bei den anderen noch mal rüberschauen. Und wir werden beim nächsten Mal den Hangar noch durchsuchen. Und was auch noch fehlt, ist die komplette zweite Etage. Und wenn wir diese Sachen durch haben, dann haben wir unsere Umrundung hier einmal auf dem Schiff fertig und können uns dann ans Questen bzw. ans alte Orte wieder besuchen, ranmachen und gucken, was es da so zu tun gibt. Also auf jeden Fall, das, was ich aufgezählt habe, wird mich wahrscheinlich die nächsten 10 Folgen erstmal beschäftigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!